Hallo, meine Freunde des Jagdsport. Hier ist euer Jägermeister. Heute will ich der Hunter Call of the World in meiner Privatlobby Folgendes sagen. Meine Lobby ist nämlich öffentlich. Jeder kann da beitreten. Aber bei mir gibt es gewisse Regeln. Das heißt zum Beispiel, wenn man sich richtig im Jagdsimulator nämlich richtig aufführt, braucht man auch keine Angst haben zum Kicken. Aber es gibt immer wieder Personen, die was zum Beispiel im Hintergrund laute Musik hören oder wenn im Hintergrund ein anderer Fernseher läuft oder wenn man mit seiner eigenen Frau redet, ist das nämlich im Spiel ziemlich störend. Und in diesem Spiel ist nämlich so, dass man auf Gehör achten muss, wo Tiere sind, wenn sie marschieren oder sich nähern. Und da frage ich mich, warum sich diese Leute nicht stumm schalten. Da können sie ja weiterspielen. Sollten diese Personen das nicht machen, müssen sie es auch denken, dass die zum Beispiel von mir aus dem Spiel rausgeschmissen werden. Zum Beispiel, es gibt auch andere Regeln, zum Beispiel, wenn einer ein Tier geschossen hat und einer kommt, ohne zum Fragen und nimmt natürlich die Tiere auf. Oder wenn du gerade am Hochstand bist und auf einmal kommt ein anderer, du hast ein Tier anvisiert und der schießt nämlich. Das ist nämlich gegen andere Spieler voll unfair. Und in diesem Spiel ist es Ziel und Aufgabe, nämlich Geld zu machen, dass man Munition kaufen kann, Gewehre kaufen kann, Visiere kaufen kann und Lockmittel kaufen kann. Und wenn diese Spieler nämlich wenn die Spieler sich nicht nach meinen Regeln in meiner Lobby nämlich nicht halten, fliegen sie auch raus. Wenn mich zum Beispiel einer fragt, kurz, jetzt kann ich das Tier nämlich aufnehmen für meine Sammlung, werde ich natürlich, okay, kannst du nehmen, dann ist das was anderes, aber ohne zu fragen, nee. Ja, und was gibt sonst in diesem Spiel? Der Jagdsimulator ist ein Echtzeit-Jagdsimulator, wo man echt richtig jagen muss. Ihr hört im Hintergrund, dass jetzt Tiere kommen. Und wenn jetzt zum Beispiel Musik reingespielt wird oder wenn einer zum Beispiel Chips isst oder mit seiner Frau umeinander quatscht, was niemand interessiert, das ist ziemlich störend.
Muss ich nur schauen. Wo sie sind. Da hinten sind sie. Oh, schaut euch diesen schönen Weißwedel hier schon. Wenn wir gleich nämlich ein Schneeweißer sogar. Oh. Ein schlechter Schuss, aber das macht nichts. Da war ich ein bisschen zu schnell mit Schießen. Bin ich leider abgerutscht. Ja. Wichtig ist in diesem Spiel, in jeder Karte gibt es verschiedene Tierarten und natürlich die richtigen Locker mit zum Haben. Zum Beispiel in diskret, wo ich jetzt zurzeit jage, lecken diskret nennt sich diese Karte. Da braucht man nämlich folgende Locker. Einmal das Grunzhorn für Hirsche, ist sehr wichtig. Dann den Elchlocker. Das verletzte Kitz für die Bären. Den Wampitti-Locker. Und natürlich den Entenlocker. Wenn man die Locker zum Beispiel nicht hat, dann habt ihr nämlich in diesem Spiel nämlich 0 Chancen. Dass ihr hier Tiere anlockt. Mir gefällt das, wenn einer zum Beispiel in meiner Loppe zum Beispiel mit die falschen Lok unterwegs sind und sich nicht und wundern, dass sie keine Tiere schießen. Wie ihr jetzt hört, wie ich locke, nur kurz. Warum nur kurz? Wenn man ständig lockt, verscheucht man nämlich die Tiere. Und immer hören. Und natürlich auch mal Fernglas arbeiten. Sehr wichtig. Und da sind nämlich fast die ganzen Geheimnisse. Da kommt noch darauf an, wie der Wind steht, wie der Wind geht, in welche Richtung. Oder wenn ein starker Wind geht. Ihr hört, jetzt ist zum Beispiel schon angesagt, nämlich das Gewehr zum Holen. Weil wenn man jetzt lockt, ist die Gefahr, dass man die Tiere nämlich verscheucht. Vor einem Schuss laufen natürlich die Tiere wieder davon. Jetzt kann man wieder locken. Das dauert immer eine gewisse Zeit, weil die Tiere rennen ungefähr 600-700 Meter weg. Und dann drehen sie langsam wieder um und kommen zu Tier. Dann kann man wieder ein Tier natürlich schießen.
Und manche Freunden fragen mich immer, warum ich in meiner Loppe zum Beispiel das Fahrzeug ausgeschaltet habe. Das hat folgende Gründe. Erstens ist das ziemlich störend auch, wenn man jagt in der Nähe, denn die Fahrzeuge haben einen hohen Lärmpegel und alles, was 8, 9 Kilometer weit weg ist, im Umkreis, sind natürlich die Tiere verschwunden. Das heißt, das dauert ungefähr 20 bis 30 Minuten in der Echtzeit, bis die Tiere wieder kommen. Davor habe ich die Fahrzeuge nämlich ausgeschaltet, dass da keine Streitereien und etc. gibt. Ich schaue, wie viele Personen zurzeit. Ich bin noch alleine, das dauert aber nicht lang. Bis die ersten Gastspieler natürlich bei mir reinkommen in meine Loppe. Wenn ich zum Beispiel der Hunter spiele, habe ich am Tag zwischen 80 und 90 Gastspieler. Wenn einmal die Loppe voll ist, müssen halt die anderen warten, bis einer aufgehört hat und einen Platz frei gemacht, dass der nächste reinkommt. Da kann zum Beispiel passieren, dass manche ziemlich stark besucht ist, dass man bei mir halt nicht reinkommt. Da müsst ihr halt öfters probieren halt, bis ihr meine Privatloppe, nämlich in meine öffentliche Loppe natürlich reinkommt. Aber die meisten halten sich dass zum Beispiel, wenn sie bei mir schon drinnen sind in der Privatloppe, dass natürlich in diesem Spiel ruhig ist. Die meisten machen eine andere Dings auf, zum Beispiel, wo man in einem Partychat machen kann. Da können sie quatschen, wie sie wollen, miteinander. Nur wichtig ist, dass im Spiel nämlich ziemlich Ruhe herrscht. Ja, von den letzten Update ist mir nämlich aufgefallen, dass gewisse Tierarten natürlich noch empfindlicher sind auf Geräusche. Es ist immer wichtig, wie man sich in dieser Welt, in dem Jagdgebiet halt, sich richtig bewegt. Ihr seht zum Beispiel, dass ich hier auf einen Bergkamm, eine Schlucht oben bin, wo man jetzt da runter geht und das Tier natürlich aufsammelt. Da ist man schnell erledigt. Das kommt ziemlich oft vor, dass man von erhöhte Dings runterfällt. Und da ist immer wichtig, oder wenn man zum Beispiel von Raubtieren angegriffen wird, dass man immer ein Medipaket natürlich im Inventar hat, dass man sich natürlich
schnell heilt und wieder der Balken natürlich volle Gesundheit hat. Ja, ich mache das immer bei meiner Loppe, dass ich die Zeit immer umstelle, weil die meisten, die was neu ins Spiel kommen, haben natürlich noch nicht das DC übers Nachtsichtgerät und ein Nachtsichtfernglas. Weil wäre das ziemlich unfair, wenn ich das 24-Stunden-Modus mache, wo Tag und Nacht ist. Davor stelle ich immer die Zeit um. Es fängt immer an von 7 Uhr bis 18 Uhr. Dann gehe ich ins Zelt oder zum nächsten Aussichtsposten und stelle natürlich die Zeit um wieder auf 7 Uhr, dass wieder in der Früh ist, dass die dann schön jagen können. Zum Beispiel, wenn in diesem Fall, wenn zum Beispiel kein Tier kommt, das ist meistens ein Zeichen, dass ein Kojote in der Nähe ist oder was Schlimmes ist nämlich ein Bär. Natürlich ein Schwarzbär in der Nähe ist. Probieren wir jetzt einen anderen Look aus, nämlich, da schauen wir gleich an, naja, wann echt ein Bär in der Nähe ist. Zum Beispiel, ich habe nämlich alle DCs von den Jagdkarten angefeuert bis zu den Requiem-Pakete, Waffenpakete. Kann ich jedem empfehlen, mit Echtgeld nämlich, dass ihr die DCs auch kauft. Dann könnt ihr natürlich mit mir in andere Jagdgebiete gehen, zum Beispiel Yukon, Alaska oder in die Nationalpark Taiga oder in die Savanne oder Fernando oder in die ganz neue Karte, die auch jetzt da ist, weiß ich nicht. Und was auch noch wichtig ist, wenn ihr Fertigkeitspunkte bekommt, die natürlich richtig einsetzen. Da gibt es etliche, zum Beispiel, wenn man
die Vorteile, Punkte fürs Gewehr, für Pistolen, für Flinten, für Bögen oder wenn man Pirscher ist, die richtig natürlich einsetzen. Wenn man einmal falsch die eingesetzt hat und man tut nämlich die zurücksetzen, kostet das nämlich 52.300 für einen Pirscher und für einen auch. Für die Gewehre kostet das um die 38.000. Das ist eine ziemlich große Summe, wenn man zurücksetzt davor. Immer die Fertigkeit richtig auswählen. Zum Beispiel die Lupe mit den Spuren, sehr wichtig beim Pirscher, dass man die Spuren komplett hochlevelt. Das heißt, dass man zum Beispiel, wenn man eine Blutspur nachher verfolgt von einem getöteten Tier, das zeigt an, wie viel Blutungsgrad das Tier noch hat, bis sie tot ist, das Gewicht, natürlich die richtige Fährte, dass man nicht auf einmal eine andere Fährte verfolgt und das Tier nicht findet. Ups, da stehe ich ziemlich knapp am Rand, wenn ich da jetzt runter. Das muss ja aber ausgehen. Schaue ich mal, wie das ausschaut. Ja, es geht sich aus, ohne dass ich abstürze. Ihr seht zum Beispiel, aha, der Bär ist weg. Also kann ich schon wieder ganz am Rand. Aber gleich das schnell. Gleich wieder auf meinen Dreibein. Meine Reserve-Dreibein aus meinem Rucksack draus. Dann kann ich nämlich, das habe ich hier draußen, mal das ablegen. Wie weniger ihr einen Rucksack habt, natürlich, umso leichter und leiser könnt ihr euch bewegen, ohne dass ihr natürlich also jetzt das bei jedem Schuss natürlich bei mir alle
Tiere natürlich liegen, ohne dass ich die Tiere natürlich suchen muss. Außer wenn ich ein Tier ziemlich schlecht treffe. Da rennt das Tier maximal 50 Meter. Und die Tiere sind, wenn ich die zum Beispiel eine schwache Verwundung mache. Das ist das meiste, was bei mir die Tiere nämlich wegrennen. Manche Tiere findet man sogar bei 5 Meter, bei 10 Meter. Und die meisten, wenn ich richtig ziele natürlich, fallen die Ort und Stelle um, wie bei den richtigen. Jetzt nehme ich wieder mein Gewehr. So, schauen, was von oben kommt. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Da ist aber, es haben mehrere Tiere jetzt das Zielfinger. Ist wieder beim Felsvorsprung. Ein ganz schönes. Und wichtig ist natürlich, wenn in der richtigen Position man das Tier hat und wartet, bis das Tier nämlich steht, kann man besser schießen. Fliehende und wenn ein Tier geht oder läuft, sollte man natürlich die Tiere nicht schießen. Erstens trifft man sie nicht gescheit. Meistens haben die Tiere nämlich schwache Verwundungen und man sucht sich nämlich ziemlich lange, bis man das gefunden hat. Wie ihr seht, habe ich auch einen eigenen Trick beim Jagen.
habe in der Karte natürlich bei mir in meiner Loppe bestimmte Punkte, wo ein Zelt steht und natürlich einen Dreibein, einen Hochstand auch habe. Die könnt ihr natürlich auch benutzen bei mir. Einmal ein bisschen verfolgen, dass die bis wieder steht. Zum Beispiel Tiere im Gebüsch auch nicht schießen, weil die Tiere, da wird nämlich die Kugel natürlich gebremst oder abgelenkt. Die können natürlich keinen richtigen, schönen Quatsches natürlich auch setzen. Das rennt nicht weit weg, ihr seht. Jetzt gehen wir wieder. Und so ein Dreibein kann ich jedem empfehlen, aber da braucht ihr nämlich das Revikman-Paket. Da sind die Dreibeine zu kaufen. Erstens war es gut so, nämlich die Dreibeine ist, man sitzt ziemlich hoch. Zweitens, man kann da den Hochstand in jeder Karte auch mitnehmen. Die eins ist immer gratis beim DC, die anderen kosten natürlich 15 Geld, Jagdgeld, was man da kaufen muss. Der Vorteil ist, wie ich schon gesagt habe, man sitzt ziemlich hoch in der Höhe, 5 Meter. Die Tiere können dich natürlich nicht so schnell sehen. Zum Beispiel Bären, Wölfe, Bisons, Wasserbüffel, Puma, Luchse können dich natürlich nicht angreifen, wie wenn man unten jagt, am Boden. Das hat ziemlich viele, das Treiben hat ziemlich gute Vorteile. Ihr seht, dass ich hier schon etliche Tiere natürlich geschossen habe. Das richtige Jagen ist immer das Wichtigste. Richtig locken. Wenn mein Rudel durch das Fernglas das nächste Tier kommt. Diesmal ist das Tier neben dem Zelt. Und natürlich ist auch in diesem Spiel auch sehr, sehr wichtig das richtige Gewehr.
mit hat. Meine 3 Favoriten von den Gewehren ist natürlich das 300er Gewehr oder eine 7 mm oder was ich hauptsächlich beim Jagen auch benutze, ist nämlich die 338er Rangemaster. Ist auch das stärkste Gewehr im Spiel. Aber nur das einzige Nachteil bei diesem Gewehr ist, das Handling von zielfernem Rohr ist ein bisschen schwierig, mit diesem Gewehr zu jagen. Aber das kann man natürlich ziemlich gut lernen. Das 338er kommt nämlich wie ein echtes Gewehr, was man bei der Jagd hat. Mal hören und schauen. Da hinten steht schon nämlich, glaube ich, ein. Schauen wir mal. Weiß man auf Felsen, ich glaube, da steht schon. Wir schauen auch mit dem Fernglas. Das beste Fernglas in diesem Spiel ist nämlich das ganz große mit einem Entfernungsmesser. Dass man auch sieht, aha, dass die ist in der Entfernung weit weg. Wie man zum Beispiel, wenn man 500 Meter Tiere schießt, da hat man nämlich, kann ich euch auch zeigen, nämlich wenn man durchs Ziel ferner Rohr hat, macht das besser. Ihr seht nämlich solche Punkte beim zielfernen Rohr zusätzliche. Und wenn man den einen 500 Meter Tier schießt, sagen wir, man hat, wo habe ich jetzt ein totes Tier? Sagen wir, wenn das Tier noch leben täte, dich das Tier nämlich auf 500 Meter anvisieren, müsst ihr nämlich den ganz und zwischen zweiten und dritten Punkt anvisieren. Dann könnt ihr das Tier auch bei solchen Entfernungen auch schießen. Bei 700 Meter müsst ihr den dritten Punkt schon. Und über 700 Meter zwischen dritten Punkt und Anschlag gehen. Dass die Kugel nämlich einen Bogen macht. Aber alles, was 250 Meter ist oder 300 Meter ist, kann man mitten Mitte des Hakenkreuzes schießen. Außer wenn man mit Pistolen oder mit Flinten schießt.
Weil diese Gewehre gehen nur auf 75 Meter und der Bogen und die Armbrust auch. Ja, bei den Gewehren gibt es verschiedene Gewehre. Das heißt, es gibt Kleinkalibergewehre, wo man Kleinwild schießen kann. Zum Beispiel Kojoten, Hasen, Füchsen, Enten, Rehe gehen auch mit Kleinkalibergewehr. Aber wenn man größere Tiere schießen muss, braucht man nämlich ein Großkalibergewehr. Ja, das fängt bei den Gewehren an mit DC 20 bis 270er. Das sind Kleinkalibergewehre. Alles was mit 300 anfängt bis 7 mm sind Großkaliber. Alles was mit 3 halt anfängt, 300 oder 338er. Natürlich kostet da die Munition auch ziemlich viel von eurem gejagten Geld. Ihr könnt auch bei mir auf andere Videos auch folgen. Ihr braucht nur meinen Kanal abonnieren, Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt, oder ihr geht in die YouTube Suchmaschine folgende Namen ein: Freunde des Jagdsports, Austria, oder Jägermeister Ort, Jäger mit AE geschrieben. Da könnt ihr nämlich meine älteren Videos auch anschauen. Wird auch noch besser erklärt. Wie man richtig schießen tut am Schießstand zum Beispiel mit den Gewehren. Da tue ich immer einen Tipp von mir, wenn ihr euch in Laden ein neues Gewehr kauft, geht's mit diesem Gewehr oder mit den Pistolen zuerst den Hirschfelden am Schießstand. Probiert natürlich die Gewehre aus. Wenn ihr das nicht macht und ihr geht gleich jagen, wird euch sicher nämlich das Gewehr mit der Zeit nicht viel Freude machen. Weil gewisse Gewehre gehen nur auf bestimmte Entfernung. Kleinkalibergewehre gehen maximal auf 300 Meter und die Großkalibergewehren gehen von 300 Meter bis 700 plus, kann man sagen, und noch weiter, wo man Tiere schießen kann.
fragt euch, warum ich über das Jagdspiel so viel weiß. Und warum ich mich mit den ganzen Gewehre auch so gut auskenne. Erstens, im wirklichen Leben bin ich nämlich ein Jäger. Ich habe meinen Jagdschein schon über 35 Jahre. Und ich gehe fast einmal in die Woche in mein Privatjagdrevier jagen. Und da kenne ich mich mit der Jagd ziemlich viel aus. Ich habe in meiner ganzen Jagd insgesamt 40.000 Rehe geschossen, ungefähr 20.000 Wildschweine. Hirsche habe ich auch um die 10.000 schon geschossen. Elche zum Beispiel im Ausland habe ich nur 200 geschossen. Bären zum Beispiel habe ich auch sowas um die 100 geschossen. Wölfe 40. Hasen um die 80.000. Ja, da habe ich ziemlich viel schon gejagt im wirklichen Leben. Fasane oder so, oder Rebhühner. Oder Enten, Gänse, Wildgänse habe ich auch schon über 100.000. Wenn ich zum Beispiel eine Reh schieße, wird natürlich das Fleisch bei mir eingelagert. Oder wenn bei mir meine Verwandtschaft ein Wildschwein oder ein Reh oder ein Hirsch will, schieße ich auch das. Natürlich müssen sie dann natürlich das auch bezahlen, weil bei uns in Österreich ist, wenn man ein Jagdgebiet pachtet, natürlich kostet das die Pacht von einem Revier ziemlich viel Geld. Da müssen sich alleine kann sich ein Jäger eine Pacht nicht so leicht leisten. Das geht von 80.000 bis fast eine halbe Million geht da für eine 5-jährige Pacht locker auf. Zum Beispiel bei mir in meinem Privatrevier darf bei mir halt keine jagen gehen. Wenn einer erwischt wird, bekommt er natürlich eine Besitzstörung, Klage
außer wenn der mich fragt erst, aber da gehe ich auch meistens mit, erkundige mich auch, und der eigentlich einen Jagdschein hat. Wenn er keinen hat, darf auch nicht bei mir in meinem Jagdgebiet auch jagen. Ich mag ab und zu auch, lade ich auch Freunde bei mir in Jagdgebiet ein, wo ich immer 10 Leute einlade oder 3, es kommt bis zu 10 Leute lade ich da ein, können die natürlich bei mir im Revier jagen. Ich habe ungefähr um die knappe 21 Hektar Jagdgebiet, wo Wald, Wiesen auch sind. Und da können halt bei mir nämlich die Freunde natürlich jagen kommen. Ja, in diesem Gebiet habe ich insgesamt 3 Jagdhütten, 14 Hauptständer, einen Fischteich, und es ist der erste nämlich bei mir beigetreten als Gastspieler. Sehe ich immer unten, wenn einer bei mir beigetreten hat, was er geschossen hat. Schaue ich gleich, was für ein Level der hat. Noch nicht ein großes Level, aber wenn er sich natürlich aufführt, kann er bei mir in der privaten Lobby jagen. Und solange er will, kann er jagen. Aber er muss sich natürlich bei mir nach meinen Regeln aufführen. Ist da unten einer oder das? Da täusche ich mich. Da unten einer steht. Na, was soll das? Er wird sicher schauen, wie ich nämlich jagen tue. Warte, schau, stelle nur mein meine Barte auf Spieler Chat. Hallihallo, was gibt's?
Ich kann leider nur Germany, Deutsch. Aber willkommen in meiner Privatlobby. Okay, kannst bei mir hier. Goodbye. Da stellen wir wieder auf Partychat. Der hätte die jagen können, wenn er gewollt hätte, aber leider kann ich kein Englisch nicht so gut. Ein paar Wörter kann ich auf Englisch, aber ich rede bei mir in meiner Landsprache lieber, weil meine Ansprache ist natürlich Österreichisch, Deutsch. Ja, da kann ich euch auch gleich zeigen, wie das funktioniert. Zum Beispiel schaut mal unten auf den Balken in der Mitte, der zeigt an, wie laut ihr seid. Zum Beispiel das dritte ist das, wenn man zum Beispiel läuft, ist man ganz laut. Und jetzt in die Hocke. Da seid ihr natürlich viel leiser. Die Türe können euch natürlich nicht so leicht hören. Jetzt gehen wir da runter, da muss man immer aufpassen, weil das erste Tier liegt nämlich hier, da. Das habe ich schlecht getroffen. Es geht. Nur ein bisschen. Damals war halt das bei uns noch nicht so Pflicht, dass man Englisch lernen muss in der Schule. Das war ein Freigegenstand, was man aussuchen hat können und Englisch lernen, aber alles muss man halt nicht können. So, jetzt habe ich wieder meine Tiere aufgesammelt. Sonst lockt da die toten Tiere natürlich, die Bären, Kojoten, Wölfe, Löwen und etc. In diesem Fall, in dieser Karte, gibt es nur zwei Raubtiere, den Kojoten und den Schwarzbären. Ja, jetzt tue ich noch weiter jagen, wenn ihr Lust und Laune habt und meine Lope
offen ist, könnt ihr natürlich jederzeit bei mir vorbeikommen und in der Privatlobby nämlich jagen. Aber bitte die Regeln einhalten. Nochmal, wenn ihr ruhig seid und keine Musik im Hintergrund laufen habt im Spielerchat, oder wenn ihr esst und Hintergeräusche macht, oder wenn ihr mit eurer Frau oder mit eurem Freund redet, ständig, werdet ihr von mir natürlich rausgeworfen. Ihr könnt nur eins machen, sich stumm stellen, dass man die Musik, das Geraschel von der Chipstüte oder das Gequatsche von eurer Frau nicht hört, weil das ist echt sehr, sehr störend. Und das war's wieder von mir, von euren Jägermeister. Ich gehe jetzt weiter jagen und man hört sich und stört sich. Bis zum nächsten Video.